Heute soll es mal so ein bisschen um die Basic-Begriffe in der Parfümerie gehen oder so generell im Hobby, so ein bisschen die Grundlagen erklären. Gibt heute keine direkten Duftempfehlungen, aber so viel kann ich versprechen, wenn ihr nur so oberflächliches Wissen habt, nach diesem Video habt ihr ein bisschen mehr Ahnung über was so Typen wie ich hier oder auf TikTok, Instagram oder Sonstiges, über was wir so reden, damit ihr das alles vielleicht auch so ein bisschen besser zuordnen könnt oder in den Kontext bringen könnt. Darum soll es heute gehen. Ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense. Normalerweise geht es hier um eher außergewöhnlichere Düfte, die so ein bisschen abseits des Mainstreams sind, aber ich will ja auch, dass die Leute das Hobby so ein bisschen von der anderen Seite sehen und verstehen können und einen tieferen Einblick in das Ganze bekommen. Und wie gesagt, darum geht es heute. Wir fangen mal mit den absoluten Oberbasics an und das ist tatsächlich eine Duftpyramide. Eine Duftpyramide ist eine Sache und zwar Marketing. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. Abgesehen von Marketing ist eine Duftpyramide natürlich auch einfach so der erste Anhaltspunkt dazu, wie könnte ein Duft riechen. Ich sage extra, wie könnte ein Duft riechen, weil eine Duftpyramide ist aus verschiedenen Gründen nicht immer hundertprozentig repräsentativ, aber auch darauf gehen wir später im Video noch ein. Aber jetzt erstmal ganz wichtig, was ist eine Kopfnote, eine Herznote und eine Basisnote? Das ist eigentlich ganz einfach. Kopfnote ist das, was du am Anfang wahrnimmst. Das ist meistens nach so 15 Minuten verschwunden, geht dann weiter in eine Herznote, die du ab dann bis so 2 Stunden, 2, 3 Stunden in gut wahrnehmen kannst und zurück bleibt die Basis. Eigentlich gibt es so eine relativ easy Baseline, um zu sagen, was Kopfnote, Herznote und Basisnote ist. Und das sind einfach die Evaporationsgeschwindigkeiten, die vor allen Dingen daran liegen, wie groß das Duftmolekül ist. Kleine Duftmoleküle verfliegen schneller. Sorry, es wird jetzt ein bisschen physikalisch-chemisch. Wir sind in der Parfümerie, das bleibt da leider nicht ganz aus. Und je größer und schwerer das Duftmolekül wird, umso länger hält es sich, bis es dann von der Haut durch den Alkohol evaporieren kann. So, das vielleicht auch nochmal so ganz kurz zur Einordnung. Natürlich nimmst du alle Duftnoten gleichzeitig schon wahr. Also du wirst immer, oder je nachdem, wie auch geschult deine Nase ist und wie der Duft verblendet ist, wirst du gleich am Anfang, wenn da eine starke Vanille drin ist in dem Duft, in der Basis, wirst du gleich am Anfang die Vanille schon wahrnehmen. Und ebenso wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass nur weil es in der Pyramide steht, heißt nicht, dass es drinne ist. Und nur weil es nicht in der Pyramide drinne steht, heißt nicht, dass du da nicht vielleicht was anderes rausriechen könntest. Weil, nochmal, Duftpyramide ist Marketing. Es ist kein Abgleich dessen, was tatsächlich in diesem Duft enthalten ist. Aber du kannst so Sachen ablesen aus einer Duftpyramide. Wenn da jetzt zum Beispiel steht bornesisches oder Thai Oud, dann ist wahrscheinlich da echtes Oud drinne aus Borneo oder aus Thailand. Oder wenn da haitianischer Vetiver gelistet ist oder Java Vetiver. Wahrscheinlichkeit, dass es echter Vetiver ist, relativ hoch. Dass aber ansonsten überhaupt irgendwas davon drin ist, sehr unwahrscheinlich. Ich mache nochmal ein gesondertes Video dazu, was ich hier verlinken werde, sobald es online ist, wenn ich denn dran denke, was denn die einzelnen Wörter in der Duftpyramide bedeuten, wenn da sowas steht wie absolut, konkret, pur zum Beispiel, ganz wild. Da gibt es ja viele Sachen, die dann noch hinten dabei stehen können. Darauf gehe ich nicht in diesem Video ein, weil das würde definitiv den Rahmen sprengen. Was ist eine Zutat? Was ist ein Akkord? Und was ist eine Duftnote? Duftnote haben wir gerade schon gesagt, die kommen vor im Marketingbereich für die Duftpyramide. Eine Zutat ist das, was faktisch im Duft drin ist. Das kann ein synthetischer Stoff sein, wie zum Beispiel Hedione, die mittlerweile auch in Duftpyramiden, by the way, stehen, aber auch nicht immer, wenn sie verwendet werden. Oder sowas wie das berühmte Isoe-Super, was wir von Molecule 01 kennen. Aber das kann auch sowas sein wie
Rose Absolue oder halt auch ein Rosenakkord. Übergang dazu. Akkorde sind von Parfümeuren und oder großen Parfümherstellern, davon gibt es 5 an der Zahl, die die meisten Duftstoffe, die weltweit genutzt werden, so herstellen. Die machen auch sowas wie Basen. Das heißt, da sind dann verschiedene Duftmoleküle miteinander gemischt worden, die dann so riechen wie XY. Das heißt nicht unbedingt, dass, wenn da Patchouli draufsteht, dass dann da auch Patchouli drin ist. Sachen, wo man sich relativ sicher sein kann, dass da auch das echte Zeug drin ist, sind Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte sind einfach viel billiger, die jetzt zum Beispiel einfach kalt die Zitrusschalen auszupressen, um da das ätherische Öl rauszubekommen, als das jetzt aufwendig im Labor nachzubauen. Ist aber auch nicht gesagt, dass das ausgeschlossen ist. So, und eine Duftnote ist dann das, was im Marketing tatsächlich meistens verwendet wird, um zu sagen, um einen Duft irgendwie zu beschreiben, um zu sagen, ein Duft riecht wie. Weil alles bei Parfüm dreht sich eigentlich um, es riecht wie. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema dieses Videos und das ist halt tatsächlich so die Basics. Und dafür ist es enorm wichtig zu verstehen, dass wirklich alles, absolut alles an Parfüm ist Marketing. Ob das der Flakon ist, ob das die Duftnoten sind, ob das die geschlechtsspezifische Zuordnung ist, alles sind Mittel, um dem Konsumenten einen Duft zu verkaufen. Aber wenn du das wirklich verstanden hast, dass alles, worüber Marken, Creator, Parfumo und sonstiges sprechen, dass das Marketing ist, hast du eine ganz neue Perspektive auf dieses ganze Hobby, weil Duft ist super individuell. Ich kann dir nämlich eine Sache garantiert versichern, ist, dass wenn du als biologischer Mann dir ein Damenparfüm aufsprühst, dir nicht plötzlich was abfällt und plötzlich Brüste wachsen, genauso wenig wie andersrum. Also da wären ganz viele Leute sehr interessiert dran, wenn das so einfach wäre. Ist es aber nicht. Also dementsprechend tragt, was ihr wollt, tragt, was ihr schön findet. Geschmack ist super individuell und man hört ja immer, tragt es auf der Haut. Nur weil ich das mag, magst du das nicht. Und das ist sehr wahr, aber man sagt immer, das hat was mit pH-Wert, Skin Chemistry, bla 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 zu tun. Das ist aber aktuell sehr umstritten, ob das wirklich überhaupt was damit zu tun hat. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist wahrscheinlicher, dass es was damit zu tun hat, dass jeder Mensch nun mal einfach anders riecht. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Anzahl von Riechkolben. Also nicht das Ding hier in der Mitte von meinem Gesicht, sondern Nervenenden. Und je nachdem, wie viele man hat, riecht man halt einfach mehr oder weniger. Noch dazu ist unwahrscheinlich wichtig, wie gebildet dein Geruchsgedächtnis ist, weil im Zweifel Parfüm nur auf Assoziationen aufbaut. So, wenn du schon viel gegessen, viel ausprobiert, gereist, die Welt gesehen hast, hast du viel mehr olfaktorische Eindrücke schon wahrnehmen können und kannst die dann referieren mit einem Duft, den du irgendwo riechst. Dann kannst du sagen, ach krass, das riecht wie das Café in London, in dem ich mal war. Und wenn jemand anderes diese Erfahrung nicht gemacht hat, dann kann er natürlich mit dieser Beschreibung nichts anfangen. Aber für dich bringt es ja eventuell viel. Genauso ist aber auch angelegt, wenn Leute einen Duft nicht leiden können oder einen Duft lieben. Es hat super viel mit der Assoziation und der Geschichte, die wir mit diesem Duft einzeln erlebt haben, zu tun. So kann für mich zum Beispiel ein Duft, der nach Weihnachten und Plätzchen riecht, was total Schönes sein, weil es mich an meine Kindheit erinnert und ähnliches. Aber wenn zum Beispiel bei dir immer an Weihnachten Streit war, das eine schmerzhafte Erinnerung irgendwie triggert, kann es halt sein, dass du sowas wie Zimt und diese weihnachtlichen Gewürze halt einfach nicht leiden kannst. Unbewusst. Ganz viel findet einfach super unbewusst statt, aber
Dessen müssen wir uns quasi bewusst sein, dass auch einfach Geschmack aufgrund dessen super individuell ist, weil jeder Mensch nun mal ein eigenes Leben führt und dort eigene individuelle Erfahrungen auch mit Düften gemacht hat. Dass ich glaube, dass in 20 Jahren niemand mehr sagen wird, das riecht wie Oma, zu Sachen, wo ich sage, das riecht wie Oma, weil in 20 Jahren die Großmütter nicht mehr so riechen werden, weil die sind bis dahin alle ausgestorben und dann riechen plötzlich die Omas nach Angel von Mugler oder Chanel Nummer 5, wobei das ist immer noch so ein alter Lady-Duft. Auch in meinem Kopf abgespeichert, bitte nicht schlagen, wer jetzt hier der totale Chanel Nummer 5 Fan ist. Ich mag den auch. So, ich habe vorhin kurz erwähnt, es gibt quasi 5 riesengroße Duft-Parfümhersteller. Und genau diese 5 Parfümhersteller, die haben sowohl eigene patentierte Inhaltsstoffe, die sogenannten Captives, aber die beschäftigen auch Parfümeure und zu denen kannst du auch als stinknormaler Mensch hingehen und sagen, hey, ich habe hier Geld, ich hätte gerne eine eigene Parfümbrand, was könnt ihr mir denn anbieten? Für die arbeiten unwahrscheinlich viele Parfümeure und die haben eine richtige Bibliothek. Und dann kann es halt sein, dass je nachdem, wie viel Geld du bereit bist zu zahlen, sie dir halt irgendwas aus ihrem Fundus geben. Bis du dann mal mit einem der großen Parfümeure arbeiten kannst, gerade von diesen Firmen, Firmenich, Simrise, Givaudan, das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr. Und da gibt es halt einige Parfümeure, die exklusiv für diese Häuser arbeiten und daher gewisse Inhaltsstoffe auch nur diesen Parfümeuren von diesem Haus zur Verfügung stehen. Das sind, wie gesagt, eben diese Captives. Ich muss gerade nachgucken, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Das ist zum Beispiel das Clearwood, das ist von Firmenich, das ist so ein Patchouli, aber ohne Erdigkeit. Dann haben wir die Ambrosinide von Simrise, die ach so schrecklichen Captives, das sind einfach ganz besonders scharfe Amberwoods, die unwahrscheinlich lange halten, was ja aber gerade sehr, ja, wie soll ich sagen, gefordert wird vom Markt. Und dann, was ich vorhin noch gesagt habe, dieses Or Pur, wenn ihr das mal in einer Duftpyramide seht, das hat nichts damit zu tun, ob das was echtes, also ob das natural oder was synthetisches ist. In der Regel ist es zwar natural, aber das ist einfach nur quasi der Markenname der High-Grade-Zutaten, die es bei Givaudan gibt. Also das ist so deren absoluter Goldstandard an Zutaten. So, und dann schreiben die das natürlich als Visitenkarte marketingmäßig in die Duftnoten mit rein. Guck mal, wie teuer der Kram ist, den wir da reingemacht haben. So. Wir wiederholen kurz. Was in der Duftpyramide steht, hat nichts damit zu tun, wie ein Duft im Zweifelsfall riecht, weil das ist Marketing. Wenn da steht, dass da kein Tabak drin ist, du da aber Tabak rausriechst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass da Tabak drin ist. Oder irgendein Aromastoff in irgendeinem Akkord wurde das reingebaut, wo halt einfach Tabak mit drin ist. Weil das ist nämlich auch noch ganz wichtig zu wissen. Es gibt einige Sachen in der Parfümerie einfach nicht. Also, da gehe ich in dem anderen Video auch nochmal näher drauf ein. Aber es gibt Sachen, die lassen sich nicht extrahieren. Es gibt Sachen, die haben keinen abgebbaren Geruch. Sowas wie Leder. Es gibt kein Essential Oil. Du kannst Leder nur nachbilden. Es gibt auch ganz viele Blüten, die du nirgends, die so empfindlich und so besonders sind, dass du deren Geruch nur nachbauen kannst in einem Akkord. Natürlich gibt es aber auch sowas wie Rose oder eine Taifrose, die es eigentlich gibt, aber die ist so bedroht, oder zum Beispiel das Oud, das ist so teuer, dass halt aber anstelle vom richtigen Zeug lieber ein Akkord benutzt wird. Auch aus Sicherheitsrisiken oder aus Sicherheitsbedenken, weil in einem Akkord kannst du halt einfach kontrollieren, was wird reingegeben. In einem Natural weißt du nie, wenn das wirklich, du musst jedes Natural quasi untersuchen, um zu gucken, ob die natürlich vorkommenden Chemikalien Grenzwerte einhalten oder nicht. Naturals sind wie Wein, je nach Bodenbeschaffenheit, Klima, Region, etc. riechen die Sachen entsprechend halt auch einfach anders. Auch noch ganz wichtig, was ich gesagt habe, wenn du da hingehst, kann mittlerweile jeder Idiot, der ein paar
1.000 € zu viel hat, kann sagen, hallo Givaudan, hallo Symrise, ich hätte gerne eine Duftreihe. Ich hätte gerne so und so viel Stück mit dem und dem Flakon. Du kannst es dir wie ein Baukastenprinzip auswählen und kannst dann sagen, da soll das dann drauf. Und ich lasse jetzt ChatGPT mal irgendwie was ganz Kreatives. Als Backstory lasse ich ChatGPT mal ran. Solche Marken gibt es definitiv, weil einfach aktuell alle Leute sehen, mit Parfüm ist Geld zu machen und das gar nicht wenig. So, das führt jetzt aber dazu, dass natürlich der Markt auch unwahrscheinlich übersättigt ist. Das solltest du halt auch auf gar keinen Fall vergessen. Ganz viel, was neu rauskommt, gerade wenn es super designt und besondere Flaschen und da ist nichts draus gewachsen, sondern es ist eine Marke, die ist einfach da, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und dass das jemand ist, der keine artistische Vision hatte und einfach richtig viel Geld verdienen möchte, weil die Margen in der Parfümindustrie sind hoch, besonders wenn du nur als Parfümmarke nur online über deine eigene Seite verkaufst. Sobald du in eine Distribution und in den Einzelhandel gehst, wird für dich als Parfümmarke der Gewinn signifikant reduziert. Verdienst bestimmt immer noch gut dran, aber auch das ist so ein bisschen der Grund, warum gerade in der Nischenwelt das alles so teuer ist. Da sind Markups drauf. Da kann ich in einem anderen Video gerne nochmal drauf eingehen, wenn ihr das wissen wollt. Es ist einfach unbeschreiblich. Ich hoffe, du hast jetzt so ein bisschen was gelernt oder was herausgefunden, was du noch nicht kanntest. Ich glaube, dass viele meiner treuen Zuschauer jetzt nicht so richtig viel gelernt haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, über was ich noch reden soll. Das nehme ich sehr, sehr gerne an und mache gerne Videos, die ihr auch wirklich sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn du hier ein Abo dalässt und wenn dir das Video gefallen hat, gerne mit einem Daumen nach oben bewertest. Einfach für den Algorithmus.